und damit herzlich willkommen zu einem etwas anderen Video hier auf meinem Kanal. Denn in diesem Video werde ich ein wenig reden über die zukünftigen Pläne von Stronghold Crusader. Und es geht halt am besten währenddessen oder so, wenn ich mich voll auf das Reden konzentrieren kann, ohne dass jetzt hier im Hintergrund irgendwas Besonderes, Spannendes passiert, was bei einem KI-Kampf halt sonst passiert so. Und dann vergesse ich wieder was und übersehe was und ja, deswegen diesmal eine kleine Runde Satisfactory im Hintergrund, aber ihr müsst eigentlich nur auf mein Geplapper halt achten oder hören oder so. Ja, also eigentlich könnt ihr das Gameplay hier, wenn ihr das denn möchtet, ausblenden. Ich werde das auch jetzt so kleiner ziehen, denn ich habe eine kleine Liste vorbereitet, wie es mit Stronghold Crusader weitergehen soll. Das habe ich hier auf meinem Telefon stehen. Das werde ich mir gleich zur Hand nehmen und dann mit euch oder mit mir selber und ihr hört mir da einfach nur zu, drüber schnacken. Ne? Gut, also dann beginnen wir auch gleich. Es sind insgesamt 6 Punkte oder, sogar 7 Punkte. Wenn nicht sogar 8, weil ein Punkt ist, glaube ich, sind 2 Sachen eingefasst und so weiter und so fort. Aber der erste Punkt betrifft die AIVs von allen KIs. Das Ding ist ja jetzt, dass ich hier die AIVs quasi erstmal fertig machen möchte, bevor hier alles andere weitergeht, ne? Und die AIVs sind so das Größte, was ich zu tun habe. Denn ich habe ja jetzt quasi eigentlich nur den König Ludwig fertig, wo auch alle AIVs mehr oder weniger von der Bildorder funktionieren. Als nächstes kommt jetzt der Safar. Da ist jetzt fast die 8. Burg fertig. Und genau, danach werde ich Nordian und Falke bauen. Und die 2 KIs oder für die 2 KIs werde ich über Ostern in meiner Heimatstadt nach Plauen fahren. Und dann nehme ich meinen Laptop mit und da halt bauen, damit ich vielleicht, wenn ich es schaffe, also ich komme Karfreitag wieder, weil ich am Samstag diese Woche, also das ist dann der, heute ist Dienstag, zur Zeit der Aufnahme, 5 Tage später ist dann, glaube ich, der 9. 9. ist es, glaube ich, oder? Keine Ahnung. Auf jeden Fall an dem Samstag halt muss ich wieder da sein, denn ich muss wieder arbeiten. Bis dann ist ja auch egal. Und bleibt dann sozusagen nur ein Tag in Plauen. Und wer will dann aber am Abend, wenn halt alles so zu Ende gegangen ist und alle gehen schlafen und so weiter, noch ein bisschen an meinen AIVs basteln. Hab da auch schon Ideen, wie ich das halt mache. Und ja, so ist erstmal der Plan quasi. Denke ich, hoffe ich. Dann als nächstes oder in dem Schritt mit drinnen werden dann solche Dinge wie vom Ludwig die Türme, also die Tower 5 Türme, dass die Lücken da geschlossen sind oder die Wassergräben beim König Ludwig. Allgemein alle KIs, die halt Wassergräben haben, will ich halt darauf achten, dass die nicht mehr so ein Felder haben. Oder? Ist das richtiges Deutsch? Ich weiß es nicht. Da habe ich ein bisschen Rotz gemacht. Und dass es dann nur noch euch zu zeigen ist und dass dann alles fertig ist. Und dass ich dann halt ganz normale KI-Kämpfe halt machen kann. Denn ich finde, wenn die KIs unterschiedliche AIVs haben und dann sich halt da in den verschiedenen KI-Kämpfen unterschiedliche AIVs bauen, dann ist es schon mal viel anschaulicher, als wenn die immer nur dieselbe Burg bauen, ne? Und dadurch ist dann, die in dem Schritt drin, solche Kleinigkeiten zu bauen. In den neuen AIVs, wenn ihr mir dann schreibt, dass man da noch irgendwas verbessern könnte,
dann füge ich das im Nachhinein noch ein, aber zumindest erstmal diese Kleinigkeiten, vor allem beim König Ludwig, da er bis jetzt der einzige ist mit allen 8 Burgen. Ne? Ja, das ist eigentlich der erste Schritt. Zweiter Schritt ist dann die AIVs funktionstüchtig zu machen. Also ich möchte erstmal die ganzen AIVs bauen, damit ich halt eine relativ gute Grundlage habe oder dass ich schon mal testen kann, wie die halt so funktionieren und was halt allgemein halt so fehlt, ob ich irgendwas vergessen habe. Zum Beispiel vergesse ich sehr gerne den Marktplatz und dass ich das dann gleich sehe und gleich wieder den noch platzieren kann quasi. Und im zweiten Schritt ist es dann, dass ich halt schaue, wie die Bildorder ist, dass der halt früh die oder im gleichen Maße die Bauern halt spawnt und Häuser baut, wie auch ja, Waffenproduktionen oder andere Dinge, zum Beispiel Bäckereien oder Brauereien, ne? Also so das ganze Gelumpe halt, ne? Ist ja klar, ne? Der ganze Pfeffer. Ja, und das möchte ich halt im zweiten Schritt machen. Dann möchte ich dann auch entscheiden, ob die Burgen rush-sicher sind gegen Skorpion oder verschiedene andere KIs und das dann halt anpassen. Ich will bei jeder KI, denke ich, so 1 oder 2 Burgen bauen, die rush-sicher sind, also mit diesem Pausen da, außer beim Falke, da werden alle Burgen rush-sicher, weil der halt einfach so ein bisschen der Antipart ist von KIs, die halt schnell rushen und ja, genau, ne, so ist eigentlich der Plan. Ja, das ist eigentlich Punkt 2. Gucken, ob hier noch irgendwas dazu steht. Ach so, und im gleichen Maße dann noch so ein bisschen die AIC anpassen. Also das Bildintervall und was der für Sachen baut und die auszubildenden Truppen und vor allem dann auch schauen, wie viel Häuser die insgesamt brauchen, weil beim König Ludwig ist es zum Beispiel so extrem, dass ich 140 Bevölkerung habe und ich denke jetzt im Kopf, dass ich das nicht immer alles brauche. Ja? Das ist, ja, soll jetzt nicht so ausarten wie beim König Ludwig, deswegen, ja, ich hoffe, dass es verständlich ist, wie ich das versuche zu erklären. Quasi. Wenn es irgendwelche Bedenken gibt oder irgendwelche Sachen gibt, was ich vergessen habe oder so oder was euch noch fehlt, dann könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Dann der dritte Punkt, ist eigentlich nur ein relativ kleiner Punkt, ist, dass mich Crusader Pilaf drauf angesprochen hatte oder den Tipp mir gegeben hatte, dass ich ja einfach die Nachricht, also eine Nachricht von und dann der Name halt, so schneiden kann von der Originalnachricht und dann einfach meinen Namen mit der, wie soll ich denn das mit erklären halt? Also ich kann ja mal das kurz einspielen, das vom Wolf. Eine Nachricht vom Wolf. Und da dann einfach das eine Nachricht vom rausschneide und mit meiner eigenen gemoddeten Stimme dann quasi den Namen halt dran machen. Ne? Das möchte ich bei jeder KI machen, denn jeder Sprecher klingt bei mir ein bisschen unterschiedlich. Und weil es halt auch, weiß ich nicht, wenn ich da einen gemacht habe, dann sage ich, okay, das klingt gut, mache ich den nächsten, stelle ich wieder was anderes ein und sage, okay, das klingt noch ein bisschen besser. Ja, ne? Deswegen möchte ich das alles einheitlich machen und dass es dann auch alles hübsch klingt. Das ist nur der Schritt 3, also relativ fix gemacht. Aber ja, der Schritt 3 ist es gewesen. So, Schritt 4 ist dann Sprachtexte anpassen an die jeweilige KI. Und da ist drauf bezogen, wie die KI vom Charakterlichen her spricht. Also ob die sich um ihr Volk kümmert, ob sie ihr Volk vernachlässigt, so wie der Safar oder wie der
König Ludwig, der halt sehr besorgt ist um seine Leute quasi. Da möchte ich halt so ein bisschen die Charakteristik von den einzelnen KIs mit reinfließen lassen, dass die halt mehr damit antworten, ne? Oder so, ich weiß jetzt nicht, wie ich es anders erklären soll. Vor allem auch beim Falken, der Falke hat ja ein Tier im Namen, ne? Der Vogel. Geil, auf jeden Fall. Und da möchte ich so ein bisschen mit auf das Tier eingehen. Also, dass der zum Beispiel irgendwas sagt mit, wenn er stirbt, keine Ahnung, ich stürze ab, da der Auftrieb fehlt oder solche Ferts halt, ne? Also so ein bisschen mit vom Tier ergänzt quasi oder mit einbezogen, dass das halt so ein bisschen, ja, anders klingt als ganz normale KIs, die halt nicht ein Tier am Namen haben. Also König Ludwig, Zafar und Nordian, ne? Nordian bekommt auch richtige Voicelines. Der hat ja jetzt bloß die Voicelines von den piktischen Bootskriegern aus Stronghold 2. Und der kriegt auch noch sein eigenes Bild, ne? Das habe ich nämlich nur aus dem Internet raus kopiert und dort eingefügt. Und alle anderen Bilder sind ja KI generiert. Deswegen, ja, ne, ist es, denke ich, schon mal an der Zeit, denen sein eigenes Bild zu geben und seine eigene Voicelines quasi. So, das war der Punkt Nummer 4. Dann Punkt Nummer 5 ist die Geschichte untereinander und die Zusammenhänge mit anderen KIs. Also in meinem Mod-Paket sind ja dann insgesamt 8 KIs drin und 8 Vanilla-KIs. Das sind dann andere KIs, als Crusader Pilaf hat. Weil ich so ein bisschen mich davon halt abheben wollte oder nicht halt komplett das gleiche machen wollte. Und ja, ich weiß, dass in meinem ersten Mod-Paket die 4 Herzoge nicht drin sind. Ich werde ja wahrscheinlich Schlange halt umändern und ich glaube auch noch ist Schwein oder so. Aber ich will 2 machen und in dem zweiten sind dann so wie beim Crusader Pilaf die unterste Reihe. Na, also man hat ja immer 2, 8 auf jeder Seite und die unterste Seite wird dann halt mit neuen KIs besetzt oder bestückt. Damit ihr da so einen groben Plan habt, wie ich das meine. Und ja, ich denke einfach mal, das ist ein guter Kompromiss. Und wer dann einfach Bock hat, also in jedem Mod-Paket sind dann meine selben KIs drin, plus andere Vanilla-KIs. Und wer dann halt Bock hat, mit Schwein und Schlange zu spielen, lädt halt dann das zweite runter. Und wer dann mit, weiß ich nicht, Abt oder wer auch immer dann noch übrig ist, spielen möchte, das seht ihr da ja dann alles dann später, wenn es soweit ist, der kann sich dann das erste Mod-Paket runterladen oder so, damit ihr die Freiheit habt und ja, na, und euren Lieblings-KI-Kollegen oder so, scheiße, jetzt habe ich das weggemacht, das wollte ich nicht, einmal, dann halt auswählen könnt und mit dem halt zusammenspielen oder gegeneinander oder wie auch immer, ne? Das überlasse ich dann euch. Ist, denke ich, ganz in Ordnung, der Kompromiss. Die 2 Mod-Pakete werden dann auch gleichzeitig online gehen. Hoffe ich, dass ich das hinkriege. Aber bis dahin dauert es ja noch ein ganzes Stück. Und der Punkt 5 ist ja jetzt eigentlich nur, dass ich die KIs mit den Vanilla-KIs halt untereinander verweben möchte, sodass halt, weiß ich nicht, zum Beispiel ist ja jetzt gerade auch schon das Nordian und König Ludwig, was ehemalige der Barmherzige heißt, da muss ich auch noch die Beschreibung anpassen.
dass sie halt in einem Team sind oder halt der Nordian ein Verbündeter ist. Und somit möchte ich das dann halt auch, dass die anderen KIs so eine Geschichte halt haben oder einen Background einfach mal. Ja, das ist, denke ich, noch ganz cool. Und genau, na, und auch mit den Vanilla-KIs, dass halt Wolf sein Sohn, was weiß ich, oder sein östlicher Schwager oder so, der Zafar ist, und Zafar hasst ihn aber, und Zafar hasst alle anderen KIs, außer die böse sind oder komplett böse sind. Weiß ja noch nicht, ob ich meinen Wolf komplett böse mache oder so, ein bisschen gutherziger oder so. Ich weiß, also, ne, das sind Fragen, die kann ich jetzt noch nicht beantworten, 100%. Aber damit ihr wisst, was ich so meine mit Hintergrundgeschichten und ja, allgemein Zusammenhängen, ne? Ihr kleinen, duften Typen. So, das war Punkt 5. Punkt 6 wären dann meine 4 letzten KIs. Das ist eigentlich ein einfacher Schritt. Ich will auf jeden Fall noch ein bisschen die weibliche Seite, also auch mal eine weibliche KI quasi, erstellen. Das sind ja bis jetzt alles nur Männer. Und dass da halt auch ein bisschen, ne, nicht so männerlastig ist, sondern auch mal eine Frau am Drücker ist. Und ich habe vor, auch eine Frau nicht als Stufe 4 KI zu basteln, dass man halt in Stufe 4 Mann hat und auch eine Stufe 4 KI Frau hat, dass es so ein bisschen ausgeglichen ist. In der Zeit, wenn dann die 8 meine 8 KIs fertig sind und die ganzen Texte und Gequatsche halt alles stimmt, werde ich dann wahrscheinlich auch die Texte professionell einsprechen lassen. Weil man merkt ja jetzt gerade mit dem Game TTS Tool hier, ist zwar ganz hilfreich für den Anfang, aber ich merke es halt selber, dass das nicht so ganz cool ist, wie ich das gerne hätte. Und deswegen möchte ich es dann auf jeden Fall nochmal professionell einsprechen lassen, aber dann erst, wenn halt wirklich alles passt mit dem Gequatsche und alle 8 KIs ihren Bums halt sagen, was sie halt sagen sollen. Ja, weil sonst macht es keinen Sinn. Ich bezahle ja jetzt 5-mal Geld, um dann das 6-mal wieder ändern zu lassen. Also, versteht ihr mich, glaube ich. So, das ist also Punkt 6 und jetzt noch Punkt 7. Punkt 7 wird wahrscheinlich ein ganzes Stück dauern, bis der in Angriff genommen wird, weil Punkt 7 ist die Sache mit den animierten Videobotschaften wie beim Crusader Pilaf. Ja, er hat mir ja da schon mal was geschickt. Ich glaube, ich habe das Video oder den Link, was er mir da geschickt hatte, schon wieder vergessen, weil das schon lange her ist. Da werde ich auf jeden Fall nochmal auf ihn zurückkommen. Das passt hier alles nicht. Das nervt mich. Und ja, weil ich finde, die animierten Botschaften, auch vom Originalspiel, finde ich echt hübsch. Das war das Falsche. Ich brauche das hier. Und deswegen möchte ich da halt auch so meine eigenen animierten Sachen halt drin haben. Alter, sieht das kacke aus hier. Naja, egal. Ich sehe es eh nicht mehr. Ich baue das jetzt einfach bloß mal hier fertig und dann war's das. So und so. Ja, sieht mir sehr verwurstelt aus, aber Hauptsache es erfüllt seinen Zweck. Genau, das ist halt der Punkt 7. Da möchte ich, denn da ist halt der letzte Punkt, weil ich da jede KI mit einmal quasi animieren möchte. Und deswegen auch der letzte Punkt. Ihr werdet bis dahin leider noch die eingespielten Bilder sehen. Vielleicht gibt es dann auch schon irgendwie ein anderes Tool, wo man das dann einfacher machen kann. Ansonsten, ja, dauert es halt am längsten mit den animierten Videobotschaften,
Weil es soll ja dann auch ordentlich ausschauen und nicht irgendwie mit der letzten, wie sagt man dazu? Mit dem letzten Arsch oder so, ich weiß es nicht, gemacht werden. Wäre ich ja auch dann, wenn ihr das dann selber runterladet, dann auch ein bisschen, ja, vielleicht Anreiz geben, dass ihr da, der ein oder andere da vielleicht auch selber nochmal tätig wird oder so und dann nochmal die Lust bekommt, da Hand anzulegen an die KIs, ne? Gut. Ja, das ist erstmal so der grobe Fahrplan für Stronghold Crusader. Denke ich. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Wenn ich irgendwie was vergessen haben sollte und ihr sagt, hier, das ist noch besonders wichtig, weil das in deinen jetzigen KIs besonders kacke ausschaut oder besonders verbesserungswürdig ist, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich hoffe ansonsten, dass euch dieses kleine Informationsvideo gefallen hat, auch wenn es kein KI-Kampf ist. Aber somit konnte ich halt ein bisschen auf die ganze Problematik halt eingehen. Ich liege, denke ich, jetzt wieder ganz gut in der Zeit. Also ich habe jetzt nicht mehr ganz so schlimme Zeitprobleme. Das Gespräch am Donnerstag kommt zwar, nicht am Donnerstag, am Mittwoch, also morgen, kommt zwar jetzt, aber mir hat jemand versichert, dass das nicht schlimm werden kann, weil es einfach nichts gibt. Na? Deswegen habe ich da jetzt auch nicht mehr so große Bedenken und meine Gedanken sind jetzt wieder freier und ich kann ein bisschen freier nachdenken und hier ein bisschen rumgammeln und spielen und mich wieder auf meine Leidenschaft, nämlich Stronghold Crusader, naja, als Leidenschaft würde ich es noch nicht bezeichnen, aber schon mal als sehr spaßigen freizeitmäßiges Gedöns, nenne ich es jetzt einfach mal. Gut, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ansonsten, ja, würde ich erstmal sagen, das war's hier mit dem kleinen Quatschvideo. Und wer hierzu noch ein paar Videos sehen möchte, es kann ja sein, dass da noch irgendwelche Interessen bestehen, der kann mir da auch gerne in die Kommentare schreiben. Dann kann ich ja hier von Satisfactory noch ein weiteres Video machen. Und ansonsten spiele ich das hier gerade privat, wenn ich aus einem KI-Kampf halt rauskomme und einfach so zur Abwechslung. Ist schön entspannend, also ohne kein Shooter oder sonst was für einen Pfeffer. Kann ich sehr empfehlen. War vor kurzem auch rabattiert, also ne, günstiger. Und ja, dann wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne eine Bewertung da. Lasst mich auch gerne wissen, was ich sonst noch so berücksichtigen soll in der ganzen Planung. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Dann wahrscheinlich wieder mit KI kämpfen. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüssi.